Da steht, ich brauche Hitze und Druck. Ah, nein! Hi und willkommen! Heute teste ich 8 Möglichkeiten, originalgetreue Elsa-Pailletten selber zu basteln, weil ich zu perfektionistisch bin und nirgendwo welche finden konnte. Nummer 1 sind Shimmer-Sheets, komisch geschrieben, in der Farbe Blue Iris. Die habe ich entdeckt in einem Video von Kendall Brenneman, wenn ich das richtig ausspreche. Problem, Shimmer-Sheets sind gerade nicht zu bekommen. Warum auch immer. Nummer 2, glänzende Klebefolie. Hübsches Blau, oder? Oh, und jetzt ist es auf magische Weise ein hübsches Grün geworden. Die Folie habe ich von Amazon und das Problem damit ist, im richtigen Winkel ist sie blau. Schaut man anders drauf, ist sie grün. Ich habe sie trotzdem getestet und um ihr genug Stabilität als Paillette zu geben, habe ich sie auf Overhead-Folien geklebt. Diese kleinen Schmutzeinschlüsse da hätte man vermeiden können, wenn ich die Folie vorher abgewischt hätte. Jedenfalls lassen sich super leicht Pailletten ausschneiden, auch ohne dass die Folie an den Rändern abgeht. Aber sie ist mir zu grün. Nummer 3. Go Press and Foil Plotterfolie. Die hier hat die perfekte Elsa-Farbe und sie passt vor allem auch zu dem Stoff, den ich mir für den Rock gekauft habe. Ich bin nicht gesponsert übrigens. Problem mit dieser Folie ist, dass sie hauchzart ist und nicht selbstklebend. Also, wie kriege ich sie stabil? Da steht Druck und Hitze. Nein! Okay, das können wir vergessen. Nummer 4. Gleichmäßiger kriegt man den Druck mit einem Laminiergerät hin. Gleiches Vorgehen, Plotterfolie auf Overheadfolie. Da ich dem Schmelzpunkt der Folie misstraue, habe ich mein Laminiergerät aufgeschraubt, was ich nicht empfehle, wenn du die Garantie behalten möchtest. Oh, viel besser. Jetzt simuliere ich hier mittelstarke Beanspruchung, denn die soll mein Cosplay später aushalten können. Und wir sehen schon, es hält nicht. Mist! Nummer 5. Wenn ich schon am Laminieren bin, dann machen wir es doch gleich richtig. Oh, schau mal, wie schön! Aber auch das hält nicht. Die Laminierfolie löst sich sofort wieder, sobald ich das Teststück schneide oder biege. Zeit für Nummer 6. Probieren wir doch mal einen Rand zu lassen beim Laminieren. Das ist allerdings super aufwendig. Aber egal, ein Test ist es wert. Yay! Das Ergebnis sieht auf jeden Fall vielversprechend aus. Und man kann auch durch den Rand durchnähen, ohne dass sich die Folie ablöst. Deshalb ist es jetzt mal Zeit, diese Pailletten probeweise auf Stoff zu nähen. Und zwar immer so, dass die Einstichstellen verdeckt sind. Nummer 2 liefert hier eindeutig das schönere Ergebnis, aber die Farbe ist halt leider völlig falsch. Nummer 6 hat die richtige Farbe, aber dieser Folienrand stört. Ich bin gerade etwas enttäuscht. Jetzt muss ich mir überlegen, ob ich entweder mit den Folienrändern hier lebe oder ob ich nochmal nach einer anderen glänzenden Folie suche. Ich habe schon so viel Zeit in die Suche nach dieser Folie gesteckt. Aber dann habe ich durch Zufall diese Alufolie entdeckt. Die kennst du, mit der rot-goldenen basteln nämlich Kinder immer an Weihnachten. Und um die reißfest zu machen, hatte ich die Idee, auf die Rückseite eine andere selbstklebende Folie zu kleben. Aber stopp! Sollte ich das nicht zuerst mal mit der Plotterfolie probieren? Farbton und so? Und das bringt uns zu Nummer 7. Bucheinbindefolie auf der Rückseite von Plotterfolie. Warum nicht? Bei der Hälfte habe ich auch noch die Vorderseite beklebt, um zu gucken, ob das einen Unterschied macht. Okay, wie gut hält diese Folie? Hä? Wieso löst sich da jetzt was auf der unbeklebten Vorderseite? Scheinbar hält die Buchfolie die blaue Farbe fest und der Rest der Plotterfolie lässt sich abziehen. Aber die blaue Farbe lässt sich auch leider abkratzen. Darum Nummer 8. Den ganzen Spaß einfach nochmal laminieren. Beim Abziehen der Trägerfolie, die nenne ich jetzt einfach mal so, ich glaube nicht, dass es eine ist, entstehen so Mini-Risse. Und das macht es ein bisschen matter als bei Nummer 5, wo es direkt einlaminiert wurde. Und hier siehst du den Vergleich meiner 3 Favoriten. Ich denke fast, ich entscheide mich für Nummer 8. Stopp, da muss ich kurz unterbrechen, denn ich habe eine bessere Lösung gefunden. Ich laminiere die Folie ein, wie bei Nummer 5, und schneide Streifen. Wenn man vorsichtig ist, hält das lange genug, um Klebeband einmal außenrum zu wickeln. Und auch wenn sich die Schichten danach abtrennen, das Klebeband hält sie zusammen. Und das ist mein Favorit. Auf jeden Fall verlinke ich dir mein nächstes Elsa-Tutorial hier, sobald es fertig ist. Schreib mir doch in die Kommentare, was dich zuerst interessiert, der Rock oder die fertige Glitzercorsage.
Und dann bis gleich in diesem Video.